Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben hier eine interessante Mischung an Quellen bekommen zum dualen Ausbildungssystem in Deutschland. Von so Überblicksmaterialien bis hin zu wirklich persönlichen Einblicken von Azubis. Genau. Und unsere Mission heute ist ja, da gemeinsam mal tiefer reinzuschauen, was macht dieses System, das ja oft gelobt wird, wirklich aus? Wie funktioniert es genau und warum ist es, so wichtig für Deutschland? Also lass uns das mal auseinandernehmen. Gerne. Ja, das ist ja wirklich ein System, das international schon viel Beachtung findet, gerade weil es eben einen ganz anderen Weg darstellt als das rein akademische Studium. Diese enge Verbindung von Theorie und Praxis, so von Anfang an, das ist schon ein Kernmerkmal. Das sollten wir uns genauer ansehen. Das prägt ja nicht nur den Bildungsweg, sondern auch den Arbeitsmarkt. Und die Unternehmenskultur, muss man sagen. Absolut. Lass uns mal direkt beim Kern anfangen. Duale Ausbildung. Das Wort dual, das deutet es ja schon an, oder? Gelernt wird an 2 Orten. Genau. Und die anderen beiden Tage, da ist sie in der Berufsschule. Da geht es dann mehr um das theoretische Fundament, Anatomie, Krankheitslehre, aber auch so Sachen wie Kommunikation oder das Abrechnungssystem. Diese parallele Struktur, das ist wirklich das Herzstück des Ganzen. Verstehe. Und das Ziel ist dann am Ende ein anerkannter Berufsabschluss. Und damit kann man dann direkt im Job loslegen. Klingt ja erstmal total logisch, Theorie und Praxis so zu verbinden. Aber was macht diese Kombi denn laut den Quellen wirklich so effektiv? Ist es nur Learning by Doing? Nein, ich glaube, es ist mehr als das. Ein ganz entscheidender Punkt, der da immer wieder durchkommt, ist die unmittelbare Relevanz. Also was Lisa da theoretisch über Anatomie lernt, das kann sie vielleicht schon am nächsten Tag in der Praxis irgendwie einordnen, wenn ein Patient mit bestimmten Symptomen da ist. Das heißt, das Gelernte, das setzt sich viel tiefer fest, wenn man es direkt anwendet. Ja, klar. Und andersrum genauso. Wenn sie in der Praxis vor einer Herausforderung steht, kann das vielleicht im Unterricht besprochen und theoretisch untermauert werden. Das schafft ein vielschichtigeres Verständnis, was reines Bücherwissen oft nicht bieten kann. Okay. Und dann kommt natürlich noch die frühe Sozialisation dazu, also im Berufsleben. Man lernt ja nicht nur Fachliches, sondern auch Teamarbeit, Umgang mit Kunden, Pünktlichkeit, Verantwortung übernehmen. Das leuchtet ein. Ja, diese frühe Integration und das Sammeln von Erfahrung, das ist sicher ein Punkt, der die Beliebtheit erklärt. Die Quellen nennen ja auch ganz klar 2 Hauptgründe, warum sich viele junge Leute dafür entscheiden. Man verdient halt von Anfang an eigenes Geld. Richtig. Und sammelt eben diese wertvolle Berufserfahrung. Jonas, der angehende Mechatroniker aus den Unterlagen, der scheint es ja richtig zu genießen. Er arbeitet an Maschinen, lernt Roboter programmieren. Sein Zitat fand ich auch echt gut. Es macht Spaß, weil man sieht, was man schafft und man wird gebraucht. Ja. Dieses Gefühl, gebraucht zu werden, das spielt sicher eine Riesenrolle, oder? Gerade wenn man an den Fachkräftemangel denkt. Absolut. Dieses Gefühl, ja, direkt was zu schaffen, Wertschöpfung zu betreiben und gebraucht zu werden, das ist psychologisch echt nicht zu unterschätzen. Starker Motivator. Gerade im Vergleich zu einem langen Studium, wo der Praxisbezug ja oft erst viel später kommt. Stimmt. Und ja, der Fachkräftemangel, den du ansprichst, das ist hier ein zentraler Punkt. Die Betriebe, das zeigen die Quellen auch ganz deutlich, die suchen ja händeringend nach qualifizierten Leuten. Und die Ausbildung ist da der wichtigste Weg, um sich diesen Nachwuchs selbst heranzuziehen. Für die Azubis heißt das dann oft sehr gute Übernahmechancen und generell ziemlich gute Arbeitsmarktperspektiven nach dem Abschluss. Es ist eben nicht nur eine Ausbildung, sondern oft schon der erste Schritt auf einer ziemlich sicheren Karriereleiter in vielen Branchen, gerade im Handwerk und den technischen Berufen. Ein wichtiger Baustein ist ja dabei die Berufsschule, die sorgt für den theoretischen Teil. Was genau lernt man da, außer jetzt reinem Fachwissen? Lisa erwähnt ja auch den Austausch mit anderen Azubis. Richtig, die Berufsschule hat da mehrere Funktionen. Also zum einen klar das berufsbezogene Fachwissen.
Und das ist auch wichtig, weil es standardisiert ist, überbetrieblich. Das stellt sicher, dass alle Absolventen eines Berufs, egal ob die jetzt im kleinen Handwerksbetrieb oder im Großkonzern gelernt haben, Alle das gleiche Wissen sozusagen. genau, dass die ein vergleichbares theoretisches Rüstzeug haben. Aber dann gibt es eben auch allgemeinbildende Fächer wie Deutsch, Wirtschafts- und Sozialkunde. Die erweitern das Allgemeinwissen, sind wichtig für die gesellschaftliche Teilhabe. Mhm. Und dieser soziale Aspekt, den Lisa anspricht, der ist auch nicht zu unterschätzen. Der Austausch mit Gleichaltrigen, die ja ähnliche Sachen erleben, aber vielleicht in ganz anderen Betrieben oder sogar Berufen sind, das erweitert den Horizont ungemein und schafft Netzwerke. Man lernt da ganz unterschiedliche Perspektiven kennen. Aber Lisa deutet ja auch an, dass es nicht immer nur Zuckerschlecken ist. Prüfungen, Berichtshefte schreiben, manchmal lange Tage im Betrieb. Ihr Kommentar, aber wenn man organisiert ist, schafft man das, klingt ja fast schon wie eine kleine Warnung. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die Ausbildung verlangt schon ein hohes Maß an Selbstorganisation und auch Disziplin. Diese Doppelbelastung, Arbeit im Betrieb und dann noch Lernen für die Schule, die ist real. Klar. Das Berichtsheft zum Beispiel, wo die Tätigkeiten rein müssen, das empfinden viele als lästig. Klar, aber es ist halt Teil der Kontrolle, ob man auch alles lernt. Und die Prüfungen, die erzeugen natürlich Druck. Logisch. Die Quellen deuten schon an, dass die Anforderungen durchaus hoch sind. Nicht jeder geht da ohne Stress oder auch mal Zweifel durch. Es ist eben kein reines Schulleben mehr. Man steht halt mit beiden Beinen im Arbeitsalltag, mit allen Pflichten und Erwartungen, die dazugehören. Die Fähigkeit, sich zu organisieren und durchzuhalten, die wird da stark gefordert, aber eben auch gefördert. Lass uns doch mal den Alltag von Jonas, dem Mechatroniker Azubi, genauer anschauen. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dem aus, wenn er im Betrieb ist? Also, laut den Beschreibungen ist das schon ein ziemlich strukturierter Arbeitstag. Der steht früh auf, so gegen 6:30. Arbeitsbeginn ist um 8 in der Werkstatt. Okay. Und da ist er dann einfach in die normalen Abläufe integriert, arbeitet an Maschinen, hilft bei Reparaturen oder bei der Montage, lernt von seinem Ausbilder und den erfahreneren Kollegen, gibt eine feste Mittagspause und Feierabend ist dann meistens so gegen 16 Uhr. Das ist schon ein voller Arbeitstag, der Pünktlichkeit und Konzentration verlangt, klar. Und an den Schultagen ist der Rhythmus dann komplett anders. Genau. An den Berufsschultagen, bei ihm wohl so zweimal die Woche, ähnelt der Tag eher einem Schultag. Aber oft mit stärkerem Fokus auf Gruppenarbeiten, vielleicht Projektphasen oder eben die gezielte Vorbereitung auf Klausuren und Prüfungen. Mhm. Dieser Wechsel zwischen diesen beiden Welten, also praktische Arbeit hier, schulisches Lernen da, der prägt die ganze Ausbildungszeit. Das erfordert schon Flexibilität, sich immer wieder auf den anderen Kontext zu einstellen. Okay, das klingt nach einer echt intensiven Zeit. Wie kommt man denn überhaupt an so einem Ausbildungsplatz? Der Bewerbungsprozess scheint ja dem für einen normalen Job ziemlich zu ähneln. Lisa musste ja anscheinend auch einige Bewerbungen schreiben. Ja. Was ist da entscheidend? Laut den Quellen sind das nur die Schulnoten. Die Noten spielen natürlich eine Rolle, das ist klar. Aber was in den Erfahrungsberichten wie dem von Lisa und auch in den Hinweisen für die Betriebe immer wieder betont wird, Persönlichkeit, Motivation und diese Soft Skills sind oft genauso wichtig, manchmal sogar wichtiger. Ach, tatsächlich? Ja, die Betriebe suchen junge Leute, die wirklich Bock auf den Beruf haben, die lernbereit sind, die ins Team passen und, ja, Engagement zeigen. Lisas Nervosität im Vorstellungsgespräch, die ist ja total typisch. Mhm. Aber anscheinend konnte sie dann doch überzeugen, indem sie genau das rübergebracht hat. Ihre Begeisterung für den Beruf und ihre Bereitschaft, sich da reinzuhängen. Ihre Freude über die Zusage. Ich war so glücklich. Das zeigt ja, wie wichtig dieser Schritt ist. Es geht also nicht nur um die Zeugnisse, sondern um den Gesamteindruck. Wirklich um den Menschen. Das heißt, man muss sich schon gut präsentieren können und zeigen, warum man genau diese Ausbildung machen will.
Das ist ja auch eine Fähigkeit, die man dabei lernt. Exakt. Der Bewerbungsprozess an sich ist ja schon eine Lernerfahrung. Wie schreibe ich ein Anschreiben, das überzeugt? Wie präsentiere ich mich im Gespräch? Wie gehe ich vielleicht auch mit Absagen um? Das sind ja alles wichtige Kompetenzen fürs ganze Berufsleben. Stimmt. Und die Tatsache, dass Betriebe eben stark auf Motivation achten, das öffnet auch Chancen für Bewerber, deren Zeugnisse vielleicht nicht perfekt sind, die aber durch Praktika, Engagement oder eben im Gespräch punkten können. Es ist weniger so ein rein akademischer Filter, sondern eher ein, ganzheitlicher Blick auf den potenziellen Azubi. Ist die Rolle der Ausbildung für internationale Bewerber. Jonas beobachtet ja Mitschüler aus vielen verschiedenen Ländern in seiner Klasse. Ist das System wirklich so offen? Also die Quellen legen zumindest nahe, dass es die Absicht gibt, das System sehr offen zu gestalten. Auch weil Deutschland ja auf Zuwanderung angewiesen ist, um den Fachkräftebedarf zu decken. Ja klar, es gibt da spezielle Förderprogramme, oft mit Sprachkursen davor oder begleitend und Unterstützung bei bürokratischen Hürden. Jonas Beobachtung spiegelt das ja wider. Die Berufsschulklassen sind oft international ziemlich bunt gemischt. Mhm. Die größte Hürde ist meistens die Sprache, das wird auch ganz ehrlich gesagt. Aber der entscheidende Punkt, der immer wieder genannt wird, die tägliche Anwendung der Sprache im Betrieb und in der Schule, die beschleunigt den Lernprozess enorm. Man lernt Deutsch quasi on the job sozusagen. Das klingt nach einer großen Chance, aber sicher auch nach einer zusätzlichen Herausforderung, stelle ich mir vor. Man muss ja nicht nur den Fachstoff lernen, sondern gleichzeitig eine neue Sprache auf einem professionellen Level meistern. Zweifellos. Das erfordert hohe Motivation und viel Durchhaltevermögen. Aber die Erfahrung scheint ja zu zeigen, dass es funktioniert. Die Ausbildung wird so zu einem echt starken Integrationsmotor. Man lernt ja nicht nur einen Beruf und die Sprache, sondern eben auch die deutsche Arbeitskultur, soziale Geflogenheiten, man knüpft Kontakte. Das Zitat aus den Quellen: Die Ausbildung ist auch eine tolle Chance, die Sprache zu verbessern und die Kultur kennenzulernen. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Es ist mehr als nur Berufsvorbereitung, es ist oft auch ein Weg in die Gesellschaft hinein. Wir haben jetzt viel über die Struktur und die Chancen gesprochen, aber auch die Herausforderungen immer wieder mal angerissen. Lisa spricht ja offen von Müdigkeit und Stress. Wie gehen die Azubis denn damit um? Was motiviert die, dran zu bleiben? Die Metapher vom Marathon, nicht immer leicht, aber am Ende lohnt es sich, deutet ja an, dass es auch mal Durststrecken gibt. Ja, diese Metapher ist sehr treffend, finde ich. Es ist eine Phase intensiven Lernens und auch persönlicher Entwicklung, die nicht immer nur bergauf geht. Die Motivation schöpfen die Azubis, so wie Lisa es beschreibt, oft aus der Perspektive. Also das Ziel, einen anerkannten Abschluss zu haben, die Aussicht auf finanzielle Unabhängigkeit, einen Beruf zu machen, der einem Spaß macht und eben die persönliche Weiterentwicklung. Okay. Das Bewusstsein, etwas Sinnvolles zu lernen und auch gebraucht zu werden, das hilft sicher über schwierige Phasen hinweg. Und ganz wichtig ist wohl auch Das soziale Umfeld. Unterstützung durch Familie, Freunde, aber eben auch durch Ausbilder und Lehrer, die ein offenes Ohr haben. Die Fähigkeit, mit Stress umzugehen und sich selbst zu motivieren, das ist etwas, das in dieser Zeit stark wächst, dass man da lernt. Und wenn der Marathon dann geschafft ist, was kommt danach? Ist man dann auf diesen einen erlernten Beruf festgelegt? Die Quellen deuten ja an, dass es da viele Wege gibt. Ganz und gar nicht festgelegt. Das ist eine weitere Stärke, die in den Materialien immer wieder betont wird. Die Durchlässigkeit des Systems. Der Abschluss ist eine super solide Basis, aber eben kein Endpunkt. Ah, okay. Der direkte Berufseinstieg ist der häufigste Weg, klar, oft ja auch mit Übernahme durch den Ausbildungsbetrieb, aber danach stehen eben viele Türen offen. Man kann sich spezialisieren, Weiterbildungen machen, den Meister im Handwerk oder den Techniker in technischen Berufen anstreben. Das sind ja hoch anerkannte Qualifikationen, die oft auch zu Führungsaufgaben befähigen. Stimmt, man kann auch die Fachhochschulreife erwerben und dann studieren.
Entweder fachlich passend oder auch in eine ganz andere Richtung. Jonas' Überlegung, vielleicht den Techniker im Maschinenbau zu machen, ist ja ein typisches Beispiel für diesen Wunsch nach Weiterentwicklung. Das heißt, die Ausbildung verbaut einem gar nicht den Weg zu höherer Bildung, sondern kann sogar ein Sprungbrett dafür sein. Ganz genau. Das System ist so gedacht, dass Wechsel und Aufstiege möglich sind. Eine Ausbildung plus Berufserfahrung kann den Zugang zu bestimmten Studiengängen ermöglichen oder wird manchmal sogar als gleichwertig zu einer Hochschulzugangsberechtigung anerkannt. Diese Flexibilität ist wichtig, weil sich Berufsbiografien heute ja oft ändern und dieses lebenslange Lernen immer wichtiger wird. Die duale Ausbildung liefert dafür ein starkes Fundament, auf dem man dann ganz vielfältig aufbauen kann. Es widerlegt auch so ein bisschen das Klischee, dass nur ein Studium Karriere ermöglicht. Okay, also wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen, was sind so die Kernbotschaften, die wir aus deinen Quellen mitnehmen können? Die duale Ausbildung in Deutschland ist also, Ja, ein System, das sehr stark auf die praktische Anwendung von Wissen setzt. Und dadurch erreicht es eine hohe Relevanz für den Arbeitsmarkt. Es fördert früh Selbstständigkeit, Verantwortung und auch wichtige soziale Kompetenzen. Es bietet gute Verdienstmöglichkeiten von Anfang an und wirklich exzellente Berufsperspektiven in vielen Bereichen. okay, Disziplin, Durchhaltevermögen und Organisationsfähigkeit. Und sie ist erstaunlich flexibel und durchlässig, was Weiterbildung und Aufstieg angeht. Sie ist eben kein Abschluss im Sinne von Ende, sondern ein Startpunkt mit vielen Optionen. Und sie scheint ja auch ein wichtiger Faktor für die Integration zu sein. Das fand ich auch nochmal einen spannenden Aspekt in den Unterlagen. Lisas abschließendes Zitat bringt es vielleicht ganz gut auf den Punkt. Ich kann eine Ausbildung jedem empfehlen. Man lernt fürs Leben, nicht nur für die Arbeit. Ja, das klingt nach einem starken Plädoyer. Also, was bedeutet das alles jetzt für dich, unseren Zuhörer? Ja, vielleicht eine Frage zum Nachdenken, so angestoßen durch unsere Analyse deiner Quellen. Wir leben ja in einer Zeit, in der akademische Titel oft einen sehr hohen Stellenwert haben und digitale Skills total im Fokus stehen. Welchen Wert gibst du denn persönlich diesen praktischen Fertigkeiten, dieser direkten Erfahrung im Arbeitsleben, die so eine Ausbildung vermittelt? Wie siehst du das Verhältnis zwischen dieser Art des Lernens und dem ja oft abstrakteren Lernen an einer Hochschule? Und könntest du dir vielleicht vorstellen, dass Elemente von diesem dualen Prinzip, also diese enge Verzahnung von Theorie und Praxis, auch in anderen Bildungsbereichen oder vielleicht sogar in deinem eigenen Werdegang nützlich gewesen wären oder noch sein könnten?